Wir schreiben das Jahr 1880. Die jüdische Gemeinde der Stadt Wandsbek hat mehr als 15 der sogenannten Judentore zur Erschaffung eines Erufs um die Stadt platziert. Manche Bewohner der Stadt Wandsbek wollten das nicht akzeptieren. Sie wandten sich an den Magistrat der Stadt Wandsbek. Die Konsequenz daraus ist ein über 10-jähriger Streit zwischen der Gemeinde und der Stadt. Um zu zeigen, was genau passierte und was eigentlich ein Eruf ist, haben wir die Historikerin Astrid Luven befragt. Man erleichtert sich mit dem Eruf die religiösen Vorschriften, die im Judentum ziemlich umfangreich sein können. Das heißt, man verschafft sich mehr Bewegungsfreiheit an bestimmten Feiertagen, wie Sabbat oder hohen jüdischen Feiertagen, indem man ein bestimmtes Gebiet, ein Wohngebiet zum Beispiel, zu einem privaten Rahmen macht. Durch Einfriedung, durch rituelle Einfriedung. Das muss jetzt nicht so sein, dass man immer eine Schranke hat oder eine Mauer baut oder einen Bretterzaun. Ja? Es kann auch so sein, dass man irgendwo eine Stange aufstellt, so stelle ich mir das vor, und da oben, weil eine Stange an der Straße, aber man kann ja die Straße nicht sperren, da mussten ja alle durch, Fuhrwerke und Fußgänger, und hat dann oben einen Draht gezogen und den vielleicht an einer anderen Hausfassade befestigt oder an 2 Pfählen. Und dadurch hat man dieses Gebiet geschlossen. Was war der Vorteil? Es war Juden verboten, zum Beispiel am Sabbat irgendwie zu arbeiten, etwas zu tragen, auch mit Geld zu hantieren. Und indem man diesen Eruf machte und dieses Gebiet einfriedete, konnte man ein bisschen lockerer sein und konnte es lockerer nehmen. Ja. Auf alle Fälle ist das auch, das stand in den Akten auch, ist das auch irgendwie kostspielig gewesen, das zu unterhalten. Du musstest ja auch irgendwie darauf achten, dass das sicher war. Ne? Also irgendwie dass der Draht da dann auch fest war oder dass die Stange nicht umfiel. Aber gerade bei den nicht-jüdischen Stadtbewohnern kam diese Eruvim nicht gut an, weshalb es zu wiederholten Beschwerden kam. Diese führte zu einem langjährigen Streit. Die Stadt behauptete, dass die Juden zum Aufstellen der Eruvim keine Genehmigung hatten. Die Juden wiederum verwiesen immer wieder auf ein Privileg, was ihnen 1740 erteilt wurde. Letztendlich gewann die Gemeinde und die sogenannten Judentore durften stehen bleiben. Wir haben uns gefragt, ob es heute noch ein Eruf in Hamburg gibt. Also in Altona in dem Sinne gibt es ihn nicht mehr. In Wandsbek gab es die letzten Eruf oder wurden die letzten Eruf-Einrichtungen 1916 abgebaut. Obwohl es in Hamburg kein Eruf mehr gibt, gibt es weltweit immer noch Eruvim. Beispielsweise in den USA, in Israel und in Österreich. Nachdem wir uns mit dem Wandsbeker Eruf beschäftigt haben, stellen wir uns nun die Frage, ob es heutzutage zu Streitigkeiten kommen würde, wenn man in Hamburg wieder einen Eruf aufstellen würde.